Hallo und willkommen zum Power BI Update vom August 2026. Diesmal gab es ordentlich was im Frontend und auch ein bisschen was für Entwickler. Wir steigen gleich mal ein und nein, nicht mit dem Donut-Chart am Anfang, sondern mit der Matrix. Und das für mich das eigentliche Highlight des Updates. Wir können jetzt bei so großen Matrix-Visuals, kennen Sie ja oft, dann gibt es manchmal so das Bedürfnis, wir haben hier Quartale und dann Monate und ja, wir können jetzt, ähnlich wie bei Zeilen, auch bei den Spaltenüberschriften diese Plus-Minus-Symbole hier aktivieren und damit ein Quartal aufklappen. Dadurch wird das Ganze so ja, etwas übersichtlicher, um das in die Tiefe zu gehen. Sieht klein aus, für mich aber so etwas, was ich mir länger gewünscht habe, was Custom Visuals auch haben. Von daher, ja, das ist das eigentliche Highlight, diesmal die Matrix für mich, weil die auch oft benutzt wird. Gibt noch was anderes für die Matrix, und zwar, wenn ich jetzt mal alle wieder aufklappe, dann kann ich jetzt entscheiden, und zwar im Bereich Layout, ob ich die Zeilenüberschriften, also hier bleiben sie ja, die sind fixiert. Ich kann es aber auch so wie Excel ohne Fixierung auch so machen, dass ich gar nichts fixiert habe und ja, ist auch mal wieder so ein kleines Feature, was vielleicht irgendwo nützlich ist. Am besten gäbe es diesen Scrollbalken ja gar nicht. Ja, und ja, nach der Matrix klar den Donut-Chart. Ich nutze ihn persönlich kaum, aber eigentlich gar nicht. Aber natürlich ist das etwas, was Leute interessiert. Von daher, was sehen wir hier? Ja, das ist jetzt ein Donut-Chart und neu ist dieser Mittenwert, der hier heißt. Mittenwert bedeutet ein Wert, der in der Mitte steht. Ich habe hier einen Donut, also hier für die Verständlichkeit. Das sind eigentlich nur ja, Bestellungen hier nach Kontinent. So sieht es am besten aus. Wer einen Donut nutzen möchte, kann das so machen. Und es gibt nun die Möglichkeit, wie gesagt, diesen Mittenwert zu aktivieren. Im Standard wäre es hier die Gesamtsumme. Ich kann da aber auch alles Mögliche reinlegen, habe auch schon bei LinkedIn Beiträgen gesehen, wo es dann auch irgendwie um Bilder reingepackt werden und so weiter. Also alles möglich, alles geht. Ja, das Donut-Chart kann jetzt etwas mehr. Für das bessere Diagramm, natürlich das Balkendiagramm, gibt es aber auch ein kleines Update. Da können wir jetzt das Padding besser kontrollieren. Und zwar, mal gucken, ob ich es finde, hier genau, äußerer Abstand, da kann ich jetzt ein bisschen selber hier herum flexibel das Ganze schieben und ja, etwas mehr Einfluss auf die Balken. Finde ich persönlich nützlicher, weil die Balken natürlich sehr viel häufiger genutzt werden sollten. Gut, was haben wir noch? Wir haben so ein paar Features, die GA gegangen sind, unter anderem hier einfach dieses Anpassen des Berichtsdesigns. Jetzt in der Leiste ist jetzt GA und auch der Date Picker im Slicer, das war 'n wirklich nützliches, sehr gutes Update. Der ist jetzt auch GA, also sehr, sehr cool. Ja, und last but not least, im Desktop, es gibt jetzt auch für Entwickler ein nettes Goodie oder eben eine Vereinfachung, und zwar, ich kann hier direkt, das ist übrigens ein PBP, also Power BI Projekt, die ganze Zeit schon gewesen. Es wird ja auch immer komfortabler. Ich kann es von hier direkt in Visual Studio Code auch öffnen. Genau, und wenn ich es offen habe, dann ja, ist jetzt der Ordner. Ich müsste dann hier immer noch gucken, wo genau mein Semantic Model und mein Report ist. Und noch nicht genug dessen. Wenn ich was ändere, kann ich das jetzt auch live im Desktop sehen, ohne das neu öffnen zu müssen. Das ist hier jetzt nicht ganz einfach, weil wir, wenn ich hier in den Report-Ordner gehe, das ist immer noch ziemlich verwinkelt. Wenn ich jetzt hier unter Definition Pages und dann gibt halt immer noch keine klaren Namen dafür. Gibt aber einen guten Trick. Ich möchte zum Beispiel diese Matrix hier anpassen. Dann kopiere ich mir hier diesen Objektnamen, gehe hier in Visual Studio Code und versuche mal hier irgendwie zu suchen. Find den Folder und suche nach dieser ID. Genau, und dann habe ich hier quasi einen Link dazu und kann dann direkt in diese Datei, die das Visual beschreibt, die in sich auch etwas ja, verwinkelt ist und ja, ohne AI schwer zu nutzen. Na, aber wenn ich hier zum Beispiel mal
die Breite von dieser Matrix, die etwas zu breit ist, vielleicht etwas runter skaliere und dann speichere. Dann sehen wir, taucht hier im Report, das wollte ich eigentlich zeigen, kann ich die externen Änderungen hier einfach anwenden, ohne jetzt die Datei auf und zu machen. So, jetzt ist die Matrix hier etwas enger geworden, etwas zu eng, also da ist das Grafische immer noch besser. Aber wir haben jetzt wirklich live die Möglichkeit, quasi aus beiden Welten hier zu editieren und Sachen zu ändern. Und natürlich ist das ganze Visual Studio Code-Thema ja auch viel mehr für KI-basierte Anpassungen gedacht, anstatt dass ihr das jetzt selber alles manuell anfassen müsst. Aber es gibt eben diese Verbindungen und damit eine etwas neue Entwicklererfahrung hier, wie man es so schön sagt. Ja, und dann gibt's noch ein Update, das finde ich auch nicht schlecht. Und zwar in Verbindung mit Fabric zusammen können wir jetzt Bilder direkt aus OneLake in Power BI einbinden. Und zwar, wenn ich hier zum Beispiel habe ich ein paar Bilder eingebettet und eins aus GitHub. So habe ich bisher immer, also wenn ich irgendwelche Icons bilde, das musste ja öffentlich verfügbar sein, damit ich mich da jetzt nicht irgendwie irgendwo anmelden muss beim Öffnen des Reports. Meist habe ich es bei GitHub dann veröffentlicht. Jetzt können wir aber auch bei OneLake einfach Bilder ablegen und da einfach die Freigabe geben, die eben ich hier brauche, um darauf zuzugreifen. Und ist zum Beispiel hier das Lakehouse, wo ich hier dieses Bild hier von mir als Lego da habe. Und das kann ich jetzt einfach im Power BI Report in einem Measure ganz einfach verlinken. Das kann ich hier auch im Desktop zeigen. Also ist auch möglich, im Desktop das natürlich zu bauen. Das ist eben hier ein knackiger Link, der besteht eben aus Workspace, Lakehouse, dann Files und den Pfad zu dieser Datei. Im Desktop klappt es nicht immer. Also wenn ihr hier nicht angemeldet seid oder so wie ich hier einen anderen Benutzer habt, der in anderen Tenant rumschwebt, dann seht ihr nichts. Aber normalerweise, wenn ihr im selben Tenant auch eingeloggt seid, seht ihr das hier und ja, besser als irgendwo auf Dateien hochzuladen. Das ist ja dann doch etwas näher an Power BI. Und eine Sache gibt es auch noch, die ist auch noch nicht bei mir ausgerollt, aber durchaus erwähnenswert. Wir können jetzt, wenn ihr Fabric nutzt, was natürlich immer toll ist und was ich allen empfehlen kann, und da eben Direct Lake Modelle, die eben einfach schnell aus dem Lakehouse zu erstellen sind. Ihr könnt jetzt mit wenigen Klicks Import-Modelle draus machen. Und zwar hier, das ja, ist jetzt einfach möglich, in Fabric das umzustellen. Also wenn ihr im semantischen Modell seid und das bearbeitet, hier ist auch erklärt, es wird einen automatischen SQL-Endpunkt Import generiert und dann habt ihr ein Importmodell aus dem Direct Lake. Geht nur in eine Richtung, ist aber durchaus, ja, kann ja mal sein, einfach ein Extrakt für Self-Service aus einem großen Modell ziehen. Ähm, könnte nützlich sein. Auf jeden Fall sehr spannend, wie der so zusammenwächst. Wie gesagt, bei mir noch nicht ausgerollt, aber sollte jetzt immer nach und nach kommen. Das kennen wir von Microsoft. Ja, und in diesem Sinne, wir haben einiges dabei, Frontend, Entwicklung und ein bisschen Fabric. Ich hoffe auch für euch. Und in diesem Sinne viel Spaß mit Power BI, auch mit Donut Charts und bis zum nächsten Mal.